Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal eine Slimline-Karte für euch, aber diesmal mit einem Halloween-Motiv. Und was wir genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte hier. Und da habe ich aus dem ganzen Set 5 Karten gemacht, die alle quasi gleich aussehen, bis auf das gestempelte Element und dementsprechend die Höhe von diesem weißen Element. Verwendet habe ich hierzu diese Stanze hauptsächlich, um die Kartenmattung zu machen und auch um das weiße Element grundsätzlich auszuschneiden. Bin ich dann noch mit einem Kreis drüber, aber per se dieses Stanzset. Und beim Design habe ich so ein bisschen drauf geguckt. Ne? Dieses Stempelset hat per se so dieses gesparkelte oder gepunktete drinne. Und das habe ich dann im Schwarz quasi wiederholt mit diesen weißen Punkten. Und ansonsten ist dieser weiße Bogen, hat einfach, das ist so fast ein bisschen die Form von einem Grabstein oder auch, es hat so den Eindruck von diesem leuchtenden Mond auch so ein bisschen. Das war das, was ich mir beim Design überlegt hatte. Und die sind wirklich super einfach und schnell gemacht. Aber das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für diese Karte braucht, ist folgendes. A, die Basiskarte. Da habe ich eine Karte zurechtgeschnitten mit 15 cm mal 19 cm und gefalzt bei 7,5 cm. Dann habe ich eine Auflagekarte und eine weiße Karte. Das schwarze ist ein 230er Gramm Papier und das weiße ist mein Standard, das ich fürs Kartenbasteln verwende. Das ist ein 200 Gramm Papier. Um diese beiden zu schneiden, habe ich diese Cutting Dies verwendet und zwar hier das zweitgrößte. Das ist eben 19 cm mal 7,6 cm. Das passt dann eigentlich auch am besten für diese Karte. Zudem, um hier unten diesen Halbkreis auszuschneiden, habe ich ganz einfach das Kreisstanzset verwendet und dann für die Motive habe ich dieses Stempelset verwendet und da habe ich eigentlich alle schon gemacht bei den Karten, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Die letzte ist noch die hier, die habe ich noch nicht gemacht und genau diesen Stempel verwende ich. Zum Stempeln habe ich die Archival Ink und das Stempeltool wie immer. Ich hatte für den Spruch, den ich hier oben anbringe, hatte ich kein passendes Stempelset, das auch zu dieser Schrift hier unten passt. Und da mache ich das jeweils so, dass ich ganz einfach mit dem Tonerdrucker hier einfach ein paar Sheets mache und dann daraus das ausschneide. Das ist auch auf dieses 200 Gramm Papier. Und so habt ihr eigentlich eine gute Alternative, wenn ihr da keinen passenden Stempel dazu habt. Damit dieses Motiv dann ein bisschen erhöht ist, habe ich anstatt Dimensionals einfach von den Resten, die ich heute produziere, habe ich ganz einfach Kreise ausgestanzt. Und zwar je nach Größe vom Element, das hier sind jetzt 5. Also 5 mal 3 von diesen Kreisen aufeinander geklebt und dahinter geklebt, aber das seht ihr dann. Und die Kreise ausgestanzt habe ich mit der 3,2er Stanze. Dann haben wir hinten noch solche Punkte drauf und da ich auf einem schwarzen Karton arbeite, wollte ich, dass ich eine gute Deckung bekomme und deshalb habe ich hier eine Acrylfarbe genommen. Die packe ich jeweils, wirklich, da braucht ihr ganz wenig, das packe ich auf einen Acrylblock und nehme da einfach einen feinen Pinsel, packe da noch ein bisschen Wasser dazu und dann könnt ihr das wunderbar, indem ihr so über den Finger klopft, könnt ihr da solche Farbspritzer erreichen. Dann, was brauchen wir noch? Flüssigkleber, wie immer, ne? Ich habe meinen Cementit-Flüssigkleber, ich habe ein Geodreieck, damit der Spruch dann oben wirklich schön liegt. Das Falzbein, eine Pinzette und eine Schere. Und natürlich brauchen wir die Sizzix Big Shot. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erst einmal. Als allererstes stanze ich die beiden Elemente mit dieser Stanze aus.
Und damit ich dann weiß, wo ich den Kreis ausstanzen muss ich das Ganze natürlich zuerst stempeln. Per se hängen diese Stempel eigentlich zusammen, aber ich habe die auseinandergeschnitten, damit ich die wirklich so platzieren kann, wie ich das gerne hätte. Ich versuche im unteren Bereich zu bleiben, damit ich dann oben genug Platz habe, um das auszuschneiden und oben noch das Happy Halloween hinzubekommen. Und dann kann ich das gleich auch schon ausstanzen. Und hier machen wir effektiv ein Partial Die Cutting. Das heißt, ich werde nur den oberen Teil des Kreises ausstanzen. Das heißt, ich gucke, dass der hier auf den Seiten an beiden Stellen ein bisschen drüber geht und oben hier einen schönen Bogen über das Design drüber gibt. Für das Partial Die Cutting macht ihr das ganz einfach so, dass ihr die Platte nur da hinlegt, wo ihr schneiden wollt. Das heißt, die untere Platte ist komplett da, aber hier diese obere Platte geht nur bis zur Hälfte von diesem Kreis. Und so schneidet es euch effektiv nur diesen oberen Teil und der Rest unten ist immer noch ganz. Dann, bevor wir das Ganze zusammenkleben, kommt eben dieser Teil, wo ich diese Sparkles hier oben drauf mache. Das mache ich off-camera, weil ich kriege das nicht hin, dass es mir nicht jeweils die ganze Umgebung verspritzt. Deshalb mache ich das so, dass ich das einfach in einen Karton reinlege, der genug hoch ist, damit ich da, wenn es ringsherum auch Spritze gibt, dass das innerhalb dieses Kartons bleibt. Aber eben, wie gesagt, da braucht ihr auch überhaupt nicht viel Farbe. Macht Sinn, ihr habt gesehen, ich habe relativ viele Karten auf einmal gemacht, dass ihr da halt gleich ein paar macht. Dann könnt ihr nur so einen kleinen Punkt auf den Acrylblock geben. Und da gebe ich hier ein bisschen Wasser dazu und eben werde dann, wenn die Farbe mit dem Wasser drauf ist, dann klopfe ich hier quasi über die Karte und verteile so Punkte drauf. Das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. Das sieht dann so aus, wenn es fertig ist, und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, welche Seite ihr haben wollt. Das legen wir jetzt kurz beiseite, damit es trocknen kann, und hier jeweils gleich die Sachen auch sauber machen, sobald ihr fertig damit seid. Und jetzt bereiten wir kurz noch den Schriftzug und das Motiv vor. Und zwar klebe ich hier immer 3 Punkte aufeinander und für diese Größe habe ich 5 Punkte insgesamt und die klebe ich jetzt kurz aufeinander. Ihr könnt da natürlich auch Dimensionals oder Foam Tape nehmen. Ich habe es halt einfach so, wenn ich schon Resten habe vom Basteln, dann verwende ich die gerne auch so, anstatt das wegzuschmeißen. Beim Spruch, da habe ich einfach passend zu jeweils den beiden Elementen noch kleine Streifen geschnitten, damit ich da auch eine schöne Stärke hinbekomme und eine Dimension. Und jetzt können wir die ganze Karte schon zusammenbasteln. Wenn ihr da so ein bisschen Überstände habt, die könnt ihr ganz einfach mit der Schere abschneiden. Und dann nehmt ihr eben die Karte, die geht jetzt so auf, und hier unten kommt mein Element hin. Und dann können wir oben noch den Spruch anbringen. Da gucke ich jeweils, weil ich habe diverse Karten gemacht und ich will, dass die alle in etwa gleich auf der gleichen Höhe liegen. Und deshalb nehme ich hier mein Geodreieck
Dann weiß ich, hier auf der Höhe muss es sein, plus anhand der Nullerlinie, dass das runter geht gerade. Et voilà. Und schon ist die Karte fertig und somit auch die kleine Serie, wo ich sämtliche Stempel verwendet habe, die in diesem Stempelset drin sind. Ihr seht, extrem einfach gemacht und eigentlich auch schnell gemacht. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch mal nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept